Hallo, willkommen. Schön, dass du hier bist. Heute nehmen wir uns wieder Zeit. Zeit für Deutsch. Zeit für den Alltag. Zeit für ein Thema, das viele Menschen betrifft. Betreffen bedeutet, es hat mit dir zu tun. Es ist wichtig für dein Leben. Heute sprechen wir über Menschen, über Kontakte, über Freundschaft, über Einsamkeit, über Freizeit, über kleine Gespräche, über das Gefühl, in Deutschland langsam dazuzugehören. Dazugehören. Ein langes, aber schönes Wort. Dazugehören bedeutet, Teil von etwas sein. Nicht draußen stehen, nicht immer fremd sein, sondern langsam einen Platz finden. Einen Platz in einer Stadt, einen Platz in einer Gruppe, einen Platz in einem Sprachkurs, einen Platz bei der Arbeit, einen Platz in einem Verein, einen Platz im Alltag, vielleicht sogar einen Platz im Herzen von anderen Menschen. Viele Ausländer in Deutschland lernen zuerst praktische Dinge. Anmeldung, Wohnung, Arbeit, Arzt, Bank, Supermarkt, Bus und Bahn. Das ist wichtig. Sehr wichtig. Aber nach einiger Zeit kommt ein anderes Thema. Ein leiseres Thema. Nicht immer sichtbar. Nicht immer laut. Es ist das Thema Einsamkeit. Einsamkeit bedeutet, man fühlt sich allein. Nicht nur allein im Zimmer, auch allein unter Menschen, allein in der Bahn, allein im Park, allein in einem Kurs, allein am Wochenende, allein, obwohl überall Menschen sind. Vielleicht kennst du dieses Gefühl. Du gehst durch eine deutsche Stadt. Die Straßen sind schön. Die Häuser sind ordentlich. Die Cafés sind voll. Menschen sitzen zusammen. Sie lachen. Sie sprechen schnell. Du gehst vorbei. Vorbei. Das bedeutet, an etwas entlanggehen und weitergehen. Du hörst Stimmen. Du siehst Gruppen. Du siehst Paare. Du siehst Familien. Und du denkst, ich bin hier, aber ich gehöre noch nicht richtig dazu. Noch nicht. Noch nicht bedeutet jetzt nicht, aber vielleicht später. Dieses Wort ist wichtig. Noch nicht ist nicht das Ende. Noch nicht ist ein Anfang. Heute sprechen wir darüber, wie man in Deutschland Kontakte findet. Kontakt, Kontakt, Kontakt. Verbindung zu Menschen. Wir sprechen über Smalltalk. Smalltalk bedeutet ein kurzes, leichtes Gespräch. Wir sprechen über Nachbarn, über Kollegen, über Sprachkurse, über Vereine, über Freizeit, über Einladungen. Einladung bedeutet, jemand fragt dich, ob du kommen möchtest. Wir sprechen über Absagen. Absage bedeutet, Nein sagen oder ein Treffen nicht machen. Wir sprechen über Wochenenden, über Heimweh. Heimweh bedeutet Sehnsucht
nach Zuhause. Und wir sprechen darüber, wie Deutsch lernen durch soziale Situationen leichter werden kann. Vorschied. Atme ruhig ein. Atme ruhig aus. Du musst nicht alles sofort verstehen. Du kannst die Wörter einfach hören. Manche Wörter kommen wieder. Wiederholung. Wiederholung bedeutet, etwas kommt noch einmal. Wiederholung hilft dem Gehirn. Gehirn. Brain. Das Gehirn hört, vergleicht, speichert. Speichern bedeutet, im Kopf behalten. Ohne Druck. Ohne Stress. Langsam. Ruhig. Freundlich. Beginnen wir mit dem ersten Wort. Fremd. Fremd bedeutet nicht bekannt, nicht vertraut. Wenn du neu in Deutschland bist, ist vieles fremd. Die Sprache ist fremd. Die Regeln sind fremd. Die Menschen wirken fremd. Wirken bedeutet so erscheinen. Vielleicht wirken Menschen ruhig. Vielleicht wirken sie ernst. Ernst bedeutet nicht sehr locker, nicht sehr spielerisch. Vielleicht wirken sie distanziert. Distanziert bedeutet mit Abstand. Nicht sofort nah, nicht sofort herzlich. Aber fremd bedeutet nicht schlecht. Fremd bedeutet nur, du kennst es noch nicht. Vertraut. Das ist das Gegenteil. Vertraut bedeutet bekannt, sicher, angenehm. Ein Ort kann vertraut werden. Ein Gesicht kann vertraut werden. Eine Stimme kann vertraut werden. Ein Satz kann vertraut werden. Auch Deutschland kann vertraut werden. Nicht an einem Tag. Nicht in einer Woche. Aber mit Zeit. Zeit. Mit Wiederholung. Mit kleinen Begegnungen. Begegnung. Ein Moment, in dem du einen Menschen triffst. Die erste Begegnung ist oft klein. Sehr klein. Ein Blick. Blick bedeutet mit den Augen sehen. Ein Lächeln. Lächeln bedeutet Smile. Ein Gruß. Gruß bedeutet Hallo sagen. Guten Morgen. Hallo. Guten Abend. Schönes Wochenende. Diese Sätze sind einfach. Aber sie sind Türen. Türen. Door. Ein Gruß öffnet eine kleine Tür. Nicht immer, aber manchmal. Und kleine Türen sind wichtig. Viele Menschen denken, ich brauche sofort Freunde. Gute Freunde. Beste Freunde. Menschen, mit denen ich alles teilen kann. Teilen bedeutet Share. Aber Freundschaft beginnt oft nicht groß. Freundschaft beginnt klein. Erst ein Gruß, dann ein kurzes Gespräch, dann ein gemeinsamer Kaffee. Gemeinsam bedeutet zusammen. Dann vielleicht ein Spaziergang. Dann vielleicht Vertrauen. Vertrauen bedeutet, ich fühle mich sicher mit dir. Vertrauen braucht
Zeit. In Deutschland entstehen Freundschaften oft langsam. Langsam, nicht schnell. Viele Menschen haben feste Routinen. Routine bedeutet etwas, das man regelmäßig macht. Arbeit, Familie, Sport, alte Freunde, Termine, Kalender. Ein neuer Mensch kommt nicht sofort tief in dieses Leben hinein. Tief bedeutet deep. Das kann wehtun. Wehtun bedeutet hurt, aber es bedeutet nicht immer Ablehnung. Ablehnung bedeutet, jemand will dich nicht. Manchmal bedeutet es nur, Menschen brauchen Zeit. Geduld. Geduld ist sehr wichtig. Geduld bedeutet, warten können und trotzdem freundlich bleiben. Du musst nicht jeden Tag neue Freunde finden. Du kannst jeden Tag nur einen kleinen Kontakt machen. Ein Gruß. Eine Frage. Ein Satz. Ein Lächeln. Kleine Kontakte sind Samen. Samen. Seeds. Ein Samen ist klein, aber mit Zeit kann eine Pflanze wachsen. Pflanze. Plant. Freundschaft ist manchmal wie eine Pflanze. Sie braucht Wasser, Licht, Zeit, Wiederholung, Aufmerksamkeit. Jetzt sprechen wir über Smalltalk. Smalltalk. Ein kleines Gespräch. Viele denken, Smalltalk ist unwichtig. Aber das stimmt nicht ganz. Smalltalk ist wie eine Brücke. Brücke. Bridge. Eine Brücke zwischen Fremdheit und Nähe. Nähe bedeutet Connection, Closeness. Beim Smalltalk spricht man über leichte Themen. Wetter, Wochenende, Arbeit, Essen, Stadt, Verkehr. Nicht sofort über sehr private Dinge. Privat, persönlich, Familie, Geld, Religion, Krankheit, Politik. Diese Themen können später kommen, aber am Anfang sind leichte Themen sicherer. Das Wetter ist ein gutes Thema. Wetter. Weather. In Deutschland sprechen viele Menschen über das Wetter. Heute ist es kalt. Es regnet schon wieder. Endlich scheint die Sonne. Endlich bedeutet finally. Der Sommer kommt. Es ist sehr windig. Windig bedeutet viel Wind. Diese Sätze sind einfach. Du kannst sie überall benutzen. Im Hausflur. Hausflur. Flur im Gebäude. Im Aufzug. Aufzug. Elevator. Bei der Arbeit. Im Sprachkurs. An der Bushaltestelle. Haltestelle. Ort für Bus oder Bahn. Ein anderes gutes Thema ist das Wochenende. Wochenende. Samstag und Sonntag. Du kannst fragen, wie war dein Wochenende? Oder hast du etwas Schönes gemacht? Schön bedeutet nice. Die Antwort kann kurz sein. Ja, ich war spazieren. Spazieren gehen. Langsam
draußen gehen. Ich war bei Freunden. Ich habe mich ausgeruht. Ausruhen bedeutet Rest. Dann kannst du sagen, das klingt schön. Klingen bedeutet Sound. Das klingt schön. Ein guter Satz. Einfach. Freundlich. Du kannst auch erzählen. Erzählen bedeutet tell. Nicht zu lang. Kurz. Ich war im Park. Ich habe gekocht. Ich habe Deutsch gelernt. Ich habe meine Familie angerufen. Anrufen bedeutet call. Kleine Antworten reichen. Reichen bedeutet enough sein. Du musst keine lange Geschichte erzählen. Smalltalk ist leicht. Leicht bedeutet nicht schwer. Kleine Sätze sind gut. Jetzt sprechen wir über Nachbarn. Nachbar. Eine Person, die in deiner Nähe wohnt. Nachbarin. Eine Frau, die in deiner Nähe wohnt. In Deutschland ist der Kontakt zu Nachbarn sehr unterschiedlich. Unterschiedlich bedeutet nicht gleich. Manche Nachbarn sind sehr freundlich. Sie grüßen, helfen, nehmen Pakete an. Paket. Parcel. Manche Nachbarn sind ruhig. Sie grüßen kurz. Manche sagen fast nichts. Das kann kalt wirken. Aber vielleicht ist es nur ihre Art. Art bedeutet Way, Manner. Wenn du neu in ein Haus ziehst, kannst du dich kurz vorstellen. Vorstellen bedeutet sagen, wer du bist. Hallo, ich bin neu eingezogen. Eingezogen bedeutet, ich wohne jetzt hier. Ich wohne in der Wohnung im 2. Stock. Stock. Etage. Ich wollte nur kurz Hallo sagen. Das ist freundlich. Nicht zu viel. Nicht zu wenig. Kurz. Höflich. Höflich bedeutet polite. Du kannst auch kleine Alltagssätze benutzen. Guten Morgen. Schönen Tag noch. Schönes Wochenende. Danke, dass Sie mein Paket angenommen haben. Annehmen bedeutet etwas für jemanden bekommen. Tut mir leid, war es gestern zu laut? Laut bedeutet noisy. Diese Sätze schaffen Vertrauen. Vertrauen wächst durch Respekt. Respekt. Achtung, du respektierst die Ruhe. Du respektierst den Raum. Du respektierst die Menschen. Manchmal gibt es Probleme mit Nachbarn. Problem. Schwierigkeit. Vielleicht ist Musik zu laut. Vielleicht ist Müll falsch getrennt. Mülltrennung. Müll sortieren. Vielleicht steht ein Fahrrad im Weg. Im Weg stehen bedeutet blockieren. Vielleicht beschwert sich jemand. Beschweren bedeutet sagen, dass etwas stört. Das ist unangenehm. Unangenehm bedeutet not nice. Aber du kannst ruhig reagieren. Entschuldigung, das wusste ich nicht. Danke für den Hinweis. Hinweis bedeutet hilfreiche Information. Ich achte nächstes Mal darauf. Achten auf bedeutet beachten.
nicht vergessen. Diese Sätze sind stark. Sie zeigen, ich bin freundlich. Ich lerne. Ich möchte keinen Streit. Streit bedeutet Konflikt. Nicht jeder Hinweis ist ein Angriff. Angriff bedeutet Attack. Manchmal ist es nur eine Regel. Regel. In Deutschland gibt es viele Regeln. Ruhezeiten, Hausordnung, Mülltrennung. Aber Regeln kann man lernen. Schritt für Schritt. Schritt. Step. Jetzt sprechen wir über Kollegen. Kollegen sind Menschen bei der Arbeit. Kollegin. Female Coworker. Kollege. Male Coworker. Kollegen können wichtige soziale Kontakte sein. Vielleicht werden sie Freunde, vielleicht nicht. Beides ist okay. Nicht jeder Kollege muss Freund sein. Aber ein guter Kontakt bei der Arbeit macht den Alltag leichter. Leichter, nicht so schwer. Am Anfang kannst du einfache Fragen stellen. Wie lange arbeitest du schon hier? Was machst du am Wochenende? Wo kann man hier gut Mittag essen? Mittagessen. Lunch. Gibt es hier einen guten Bäcker? Bäcker. Bakery. Solche Fragen sind nicht zu privat. Sie sind freundlich. Sie zeigen Interesse. Interesse bedeutet, du möchtest etwas wissen. Wenn Kollegen sprechen, verstehst du vielleicht nicht alles. Sie sprechen schnell. Sie benutzen Witze. Witz. Joke. Sie benutzen Dialekt. Dialekt bedeutet regionale Sprache. Bayern klingt anders. Sachsen klingt anders. Hamburg klingt anders. Das ist schwer. Sehr schwer. Aber du kannst sagen, ich habe den Witz nicht verstanden, aber ich lerne noch. Oder kannst du das bitte langsamer sagen? Oder was bedeutet dieses Wort? Diese Fragen sind normal. Says. Normal. Du darfst fragen. Viele Menschen helfen gern, wenn du freundlich fragst. Nicht alle, aber viele. Hilfsbereit. Hilfsbereit bedeutet bereit zu helfen. Vielleicht erklärt jemand ein Wort. Vielleicht schreibt jemand es auf. Aufschreiben. Write down. Vielleicht spricht jemand langsamer. Langsamer. Not so fast. Das sind kleine Geschenke. Geschenk. Gift. Nicht materiell. Materiell bedeutet wie ein Ding. Ein sprachliches Geschenk. Ein Moment Hilfe. Jetzt sprechen wir über Sprachkurse. Sprachkurs. Ein Kurs zum Deutschlernen. Im Sprachkurs triffst du andere Menschen, die auch Deutsch lernen. Das ist gut. Sehr gut. Warum? Weil alle ähnliche Probleme haben. Ähnlich bedeutet fast gleich. Alle suchen Wörter. Alle machen Fehler. Alle verstehen nicht alles. Du musst dich nicht so schämen. Schämen bedeutet sich unwohl fühlen, weil man denkt, man macht etwas falsch. Im Sprachkurs kannst du Kontakte finden. Vielleicht nicht sofort Freunde, aber Lernpartner. Lernpartner. Eine Person,
mit der du lernst. Ihr könnt zusammen Wörter wiederholen. Wiederholen. Ihr könnt Dialoge üben. Dialog. Gespräch zwischen zwei Personen. Ihr könnt nach dem Kurs Kaffee trinken. Ihr könnt euch gegenseitig helfen. Gegenseitig bedeutet, beide helfen einander. Du hilfst mir. Ich helfe dir. Gegenseitig. Ein guter Satz im Sprachkurs. Möchtest du zusammen lernen? Zusammen. Together. Oder wollen wir nach dem Kurs einen Kaffee trinken? Oder kannst du mir diese Aufgabe erklären? Aufgabe. Task. Exercise. Oder ich kann dir bei diesem Text helfen. Helfen. Help. So entstehen Kontakte. Entstehen bedeutet anfangen zu existieren. Jetzt sprechen wir über Vereine. Verein. Ein deutsches Wort, sehr wichtig. Ein Verein ist eine Gruppe von Menschen mit einem gemeinsamen Interesse. Interesse. Something you like. Sportverein. Verein für Sport. Musikverein. Verein für Musik. Kulturverein. Verein für Kultur. Schachverein. Verein für Schach. Fußballverein. Tanzverein. Wanderverein. Wanderung. Hiking. In Deutschland gibt es viele Vereine. Sehr viele. Vereine sind ein guter Weg, Menschen kennenzulernen. Kennenlernen bedeutet, zum ersten Mal Kontakt haben. Warum sind Vereine gut? Weil man sich regelmäßig trifft. Regelmäßig bedeutet immer wieder, zum Beispiel jede Woche. Freundschaften brauchen Wiederholung. Wenn du jemanden nur einmal siehst, entsteht selten Nähe. Wenn du jemanden jede Woche siehst, wird das Gesicht vertraut. Vertraut. Bekannt. Dann wird ein Gruß leichter. Dann wird ein Gespräch leichter. Dann vielleicht ein Treffen. Treffen. Meeting. Wenn du Sport magst, suche einen Sportkurs. Sportkurs. Fitness. Yoga. Fußball. Volleyball. Schwimmen. Tanzen. Klettern. Klettern bedeutet climb. Wenn du Musik magst, suche Chor. Chor. Eine Gruppe, die zusammen singt. Wenn du Natur magst, suche Wandergruppe. Wenn du gerne hilfst, suche Ehrenamt. Ehrenamt. Freiwillige Arbeit, oft ohne Geld. Zum Beispiel in einer Tafel, im Tierheim, in einem Nachbarschaftsprojekt, bei einem Stadtfest. Ehrenamt kann Kontakte schaffen und Sinn geben. Sinn. Meaning. Einsatz für einen Verein. Ich interessiere mich für Ihren Verein. Oder kann ich einmal zum Probetraining kommen? Probetraining. Test. Ein Training zum Ausprobieren. Ausprobieren bedeutet testen. Muss ich mich vorher anmelden? Anmelden. Register. Wie viel kostet die Mitgliedschaft? Mitgliedschaft. Wenn du Mitglied bist, gehörst du zum Verein. Mitglied. Member. Diese Wörter sind nützlich. Jetzt sprechen wir über Einladungen. Einladung. Jemand sagt, kommst du mit? Möchtest du kommen?
Hast du Zeit? In Deutschland können Einladungen direkt oder indirekt sein. Direkt: Möchtest du am Samstag zu mir kommen? Indirekt: Wir gehen vielleicht am Wochenende wandern. Vielleicht ist das eine offene Einladung. Vielleicht auch nicht. Das ist manchmal schwer zu verstehen. Schwer. Difficult. Wenn du unsicher bist, kannst du vorsichtig fragen. Das klingt schön. Kann ich mitkommen? Mitkommen bedeutet come along. Oder, wenn es passt, würde ich gern mitkommen. Wenn es passt. If it works. Das ist höflich. Vielleicht sagt die Person ja. Vielleicht sagt sie, diesmal ist es schwierig. Diesmal. This time. Dann ist das okay. Nicht jede Absage ist Ablehnung. Absage ist manchmal nur Organisation. Wenn du jemanden einladen möchtest, sei konkret. Konkret bedeutet genau. Nicht nur, wir sollten mal etwas machen. Das klingt freundlich, aber oft passiert nichts. Besser: Hast du am Samstag um 15 Uhr Zeit für einen Kaffee? Tag. Uhrzeit. Aktivität. Ort. Das ist klar. Viele Deutsche mögen klare Vorschläge. Vorschlag. Suggestion. Möchtest du am Sonntag im Park spazieren gehen? Wollen wir nach dem Kurs zusammen Mittag essen? Hast du Lust auf einen Kaffee? Lust haben auf bedeutet möchten, Interesse haben. Wenn die Person Nein sagt, bleib freundlich. Kein Problem. Vielleicht ein anderes Mal. Vielleicht ein anderes Mal. Another time. Das ist ein guter Satz. Nicht beleidigt sein. Beleidigt bedeutet hurt and upset. Menschen haben Pläne. Pläne. Termine. Familie. Arbeit. Manchmal passt es nicht. Passt nicht. It does not work. Das ist normal. Jetzt sprechen wir über Pünktlichkeit bei Treffen. Pünktlichkeit. Zur richtigen Zeit kommen. Wenn du um 15 Uhr verabredet bist, dann komm ungefähr um 15 Uhr. Verabredet. Du hast ein Treffen geplant. Wenn du später kommst, schreib eine Nachricht. Entschuldigung, ich komme 10 Minuten später. Später. Later. Das ist wichtig. Die andere Person wartet. Warten. Wait. Eine Nachricht zeigt Respekt. Respekt. Achtung. In manchen Kulturen ist eine halbe Stunde später normal. In Deutschland kann das unhöflich wirken. Unhöflich. Not polite. Natürlich sind nicht alle Menschen gleich. Aber als Regel ist Pünktlichkeit gut. Lieber 5 Minuten zu früh als 20 Minuten zu spät. Zu früh. Early. Zu spät. Late. Jetzt sprechen wir über Zuhause und Einladungen nach Hause. Nach Hause einladen ist in Deutschland oft persönlicher. Persönlich. Private. Close. Manche Menschen treffen sich zuerst lieber im Café, im Park, im Restaurant. Zu Hause ist privat. Privatsphäre. Private Space. Wenn dich jemand nach Hause einlädt, ist das oft ein Zeichen von Vertrauen. Vertrauen.
Trust. Du kannst etwas Kleines mitbringen. Mitbringen. Bring. Blumen. Schokolade. Tee. Nicht zu groß. Klein und freundlich. Du kannst sagen: Danke für die Einladung. Einladung. Ich habe eine Kleinigkeit mitgebracht. Kleinigkeit. Small thing. Wenn du eingeladen bist, frage: Soll ich etwas mitbringen? Das ist ein sehr guter Satz. Vielleicht sagt die Person: Nein, nichts. Dann kannst du trotzdem eine kleine Sache mitbringen, aber nicht zu viel. Wenn es ein Essen gibt, sag vorher, wenn du etwas nicht isst. Zum Beispiel: Ich esse kein Schweinefleisch. Schweinefleisch. Pork. Ich esse vegetarisch. Vegetarisch. Ohne Fleisch. Ich habe eine Allergie gegen Nüsse. Allergie. Körper reagiert schlecht auf etwas. Das ist wichtig. Sag es freundlich und früh. Früh bedeutet early. Jetzt sprechen wir über deutsche Direktheit. Direktheit bedeutet, Menschen sagen Dinge klar. Manchmal sehr klar. Vielleicht sagt jemand: Nein, das passt mir nicht. Das passt mir nicht. Das passt mir nicht. Oder: Ich habe keine Zeit. Oder: Das möchte ich nicht. Für manche Menschen klingt das hart. Hart. Not soft. Aber oft ist es nicht böse. Böse. Mean. Es ist nur direkt. Direkt kann auch ehrlich sein. Ehrlich. Honest. Du weißt, woran du bist. Woran du bist bedeutet, du weißt, was die Situation ist. Du kannst auch direkt und höflich sein. Direkt und höflich zusammen. Zum Beispiel: Danke, aber heute kann ich leider nicht. Leider. Unfortunately. Ich brauche heute Ruhe. Ruhe. Calm. Ich möchte lieber zu Hause bleiben. Lieber. Prefer. Vielleicht ein anderes Mal. Diese Sätze sind klar, aber freundlich. Du darfst Nein sagen. Nein sagen ist erlaubt. Erlaubt. Allowed. Freundschaft bedeutet nicht immer Ja zu sagen. Freundschaft braucht Ehrlichkeit. Jetzt sprechen wir über Einsamkeit am Wochenende. Wochenende kann schön sein. Aber für neue Menschen in Deutschland kann Wochenende schwer sein. Unter der Woche hast du Kurs, Arbeit, Termine. Unter der Woche, Monday to Friday. Du bist beschäftigt. Beschäftigt bedeutet busy. Aber am Samstag und Sonntag ist plötzlich viel Zeit. Viel Zeit kann schön sein oder schwer. Wenn du niemanden triffst, wird die Wohnung still. Still. Quiet. Das Handy bleibt still. Niemand ruft an. Niemand schreibt. Du siehst Fotos von Menschen aus deiner Heimat. Heimat. Zuhause, Herkunftsort. Dann kommt Heimweh. Heimweh ist normal. Normal. Du vermisst Familie. Vermissen. Miss. Du vermisst Sprache.
Du vermisst Essen. Du vermisst vertraute Straßen. Vertraut. Familiar. Du vermisst, dass du nicht alles erklären musst. In deiner Muttersprache bist du vielleicht schnell, lustig, stark. In Deutsch bist du vielleicht langsam. Das kann wehtun. Sehr weh. Aber es bedeutet nicht, dass du schwach bist. Schwach. Weak. Es bedeutet nur, dass du viel trägst. Tragen. Carry. Eine Lösung ist ein Wochenendplan. Wochenendplan. Ein kleiner Plan für Samstag und Sonntag. Nicht zu voll. Voll bedeutet too full. Nur ein paar feste Dinge. Zum Beispiel Samstagvormittag einkaufen. Vormittag. Morning before noon. Samstagnachmittag Spaziergang. Nachmittag. Afternoon. Sonntag Videoanruf mit Familie. Videoanruf. Videocall. Sonntagabend Deutsch hören. Oder kochen. Oder Sport. Ein Plan gibt Struktur. Struktur gibt Halt. Halt bedeutet Stability, Support. Plane auch Kontakt. Kontakt passiert nicht immer von selbst. Von selbst bedeutet automatisch. Du kannst eine Nachricht schreiben. Hast du diese Woche Zeit für einen Kaffee? Oder ich gehe am Sonntag spazieren. Möchtest du mitkommen? Oder wollen wir zusammen Deutsch üben? Manchmal sagt jemand ja. Manchmal nein. Das ist normal. Wenn du nie fragst, passiert oft nichts. Fragen öffnet Möglichkeiten. Möglichkeit. Chance. Jetzt sprechen wir über internationale Freunde. Internationale Freunde sind sehr wertvoll. Wertvoll. Valuable. Menschen aus anderen Ländern verstehen oft, wie es ist, neu zu sein. Sie kennen das Gefühl von Akzent. Akzent. Deine Art zu sprechen. Sie kennen Briefe, Ämter, Heimweh, Wohnungssuche, Sprachstress. Sprachstress bedeutet Stress durch Sprache. Mit ihnen musst du vielleicht weniger erklären. Weniger. Less. Das tut gut. Gut tun bedeutet help emotionally. Aber es ist auch gut, deutsche Kontakte zu haben. Nicht, weil internationale Freunde weniger wichtig sind. Nein, sondern weil deutsche Kontakte dir helfen können, Alltag und Sprache besser zu verstehen. Ein gutes Netzwerk ist gemischt. Gemischt bedeutet mixed. Freunde aus deiner Heimat. Internationale Freunde. Deutsche Bekannte. Bekannte. Menschen, die du kennst, aber nicht sehr nah. Kollegen. Nachbarn. Lernpartner. So entsteht ein soziales Netz. Netz. Network. Jetzt sprechen wir über Bekannte und Freunde. In Deutsch gibt es Unterschiede. Bekannt. Ein Bekannter. Eine Bekannte. Das ist jemand, den du kennst. Ihr grüßt euch. Ihr redet manchmal. Aber ihr seid nicht sehr eng. Eng bedeutet close. Freund. Freundin.
Das ist näher. Beste Freunde. Sehr nahe Freunde. In Deutschland nennen manche Menschen nicht sofort jeden Freund. Sie sagen vielleicht Bekannter oder Kollege. Das kann für andere Kulturen kalt klingen. Aber es bedeutet oft nur, die Beziehung braucht Zeit, bevor sie Freundschaft heißt. Freundschaft in Deutschland kann langsam beginnen, aber stabil werden. Stabil bedeutet fest, sicher. Wenn jemand wirklich dein Freund wird, kann diese Freundschaft tief sein. Tief, loyal, ehrlich, zuverlässig. Zuverlässig bedeutet, man kann sich auf jemanden verlassen. Sich verlassen auf Trust. Vielleicht dauert es länger. Aber es kann sich lohnen. Sich lohnen bedeutet worth it sein. Jetzt sprechen wir über soziale Medien. Jetzt sprechen wir über soziale Medien. Soziale Medien. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Meetup. Lokale Gruppen. Lokale Gruppen bedeutet Gruppen in deiner Stadt. Dort kannst du Veranstaltungen finden. Veranstaltung. Event. Sprachcafé. Spieleabend. Spieleabend. Ein Abend mit Brettspielen oder Kartenspielen. Brettspiel. Boardgame. Laufgruppe. Gruppe zum Joggen. Joggen. Running. Kochgruppe. Gruppe zum Kochen. Eltern-Kind-Treff. Treff bedeutet Meeting Place. Es gibt viele Möglichkeiten. Wenn du eine Gruppe findest, lies die Beschreibung. Beschreibung. Description. Wer kommt? Wann? Wo? Kostet es Geld? Muss man sich anmelden? Anmelden. Register. Gibt es eine Sprache? Deutsch? Englisch? International? Dann geh einmal hin. Einmal. Once. Vielleicht ist es gut. Vielleicht nicht. Nicht jede Gruppe passt. Passen bedeutet fit. Wenn eine Gruppe nicht passt, such eine andere. Das ist kein Scheitern. Scheitern bedeutet Failure. Es ist nur Ausprobieren. Ausprobieren bedeutet Test. Jetzt sprechen wir über Sprachcafés. Sprachcafé ist ein sehr gutes Wort. Sprache plus Café. Ein Ort, wo Menschen zusammenkommen und Deutsch sprechen. Oft kostenlos oder günstig. Kostenlos bedeutet ohne Geld. Städt. Günstig bedeutet nicht teuer. Im Sprachcafé darfst du Fehler machen. Fehler. Mistake. Alle lernen. Alle suchen Wörter. Das ist eine sichere Umgebung. Umgebung. Environment. Du kannst einfache Sätze üben. Ich komme aus. Ich wohne in. Ich lerne Deutsch seit. Mein Lieblingsessen ist Lieblingsessen. Favorite Food. Am Wochenende mache ich gern. Wenn du regelmäßig gehst, sehen Menschen dich wieder. Wiedersehen. See again. Dann sagen sie, Hallo, schön, dich wiederzusehen.
wiederzusehen. See you again. Das fühlt sich gut an. Gut fühlen. Es gibt dir das Gefühl, ich werde gesehen. Gesehen werden. Andere merken, dass du da bist. Das ist wichtig. Menschen brauchen gesehen werden. Nicht immer im Mittelpunkt. Mittelpunkt. Center. Aber gesehen. Jetzt sprechen wir über Hobbys. Hobby. Etwas, das du gern machst. Was machst du gern? Gern. Like to. Lesen. Kochen. Backen. Sport. Musik. Tanzen. Malen. Fotografieren. Wandern. Schwimmen. Radfahren. Spiele spielen. Hobbys helfen gegen Einsamkeit. Warum? Weil du etwas tust, das dir Freude gibt. Freude. Joy. Und weil du Menschen mit ähnlichen Interessen treffen kannst. Ähnliche Interessen. Similar Interests. Wenn du gern kochst, kannst du andere zum gemeinsamen Kochen einladen. Gemeinsam kochen. Zusammen kochen. Essen verbindet. Verbinden bedeutet connect. Du kannst dein Essen aus deiner Heimat kochen. Aber frage vorher nach Allergien oder Essgewohnheiten. Essgewohnheiten. Food Habits. Manche essen vegetarisch. Manche essen kein Schweinefleisch. Manche essen kein Fleisch. Manche haben Allergien. Fragen ist höflich. Gibt es etwas, das du nicht isst? Sehr nützlich. Wenn du gern Sport machst, kann Sport die Sprache leichter machen. Warum? Weil du nicht die ganze Zeit sprechen musst. Ihr bewegt euch. Bewegen. Move. Ihr spielt. Ihr lacht. Ihr sagt kurze Sätze. Dein Ball. Guter Pass. Und noch einmal. Pause. Alles gut. Sport. Gibt Kontakt. Ohne zu viel Sprache. Das ist gut, wenn Deutsch noch schwer ist. Jetzt sprechen wir über Musik und Kultur. Kulturveranstaltungen können Kontakte bringen. Konzert, Theater, Ausstellung. Ausstellung bedeutet Art, Exhibition, Stadtfest, Festival in the City, Weihnachtsmarkt, Christmas Market, Flohmarkt, Flea Market. In Deutschland gibt es viele Veranstaltungen. Dort kannst du hingehen, auch allein. Allein. By yourself. Allein hingehen ist nicht schlimm. Schlimm bedeutet bad. Am Anfang fühlt es sich vielleicht komisch an. Komisch. Strange. Aber du darfst allein gehen. Du darfst schauen. Du darfst zuhören. Du darfst ein kleines Gespräch beginnen. Ein Satz auf einer Veranstaltung. Waren Sie schon einmal hier? Oder informell. Warst du schon einmal hier? Ist die Musik immer so? Kennen Sie die Band? Band. Music Group. Das ist mein erstes Mal hier. Erstes Mal. First time. Diese Sätze können Gespräche öffnen. Nicht immer, aber manchmal. Jetzt sprechen wir über Mut. Mut bedeutet Courage.
Kontakt braucht Mut, besonders in einer fremden Sprache. Fremde Sprache. New Language. Du weißt nicht, ob dein Satz richtig ist. Du weißt nicht, ob die Person antwortet. Du weißt nicht, ob du alles verstehst. Trotzdem sprichst du. Trotzdem bedeutet ebenso. Das ist Mut. Nicht große Rede. Nicht perfekt. Nur ein kleiner Satz. Ein kleiner, mutiger Satz. Vielleicht sagst du, hallo, ich bin neu hier. Das ist Mut. Vielleicht fragst du, kann ich mich dazusetzen? Sich dazusetzen bedeutet, sich zu anderen setzen. Das ist Mut. Vielleicht schreibst du jemandem, wollen wir zusammen Kaffee trinken? Das ist Mut. Vielleicht gehst du allein zu einem Sprachcafé. Das ist Mut. Mut ist oft leise. Leise. Quiet. Niemand sieht ihn. Aber du spürst ihn. Spüren bedeutet fühlen. Jetzt sprechen wir über Ablehnung. Ablehnung gehört leider auch dazu. Nicht jede Person wird antworten. Nicht jede Einladung wird angenommen. Annehmen bedeutet accept. Nicht jedes Treffen wird gut. Manchmal fühlst du dich ausgeschlossen. Ausgeschlossen bedeutet draußen, nicht dabei. Das tut weh. Aber Ablehnung bedeutet nicht, du bist nicht liebenswert. Liebenswert bedeutet worthy of love. Ablehnung ist manchmal nur falscher Moment, falsche Person, falsche Situation. Falsch bedeutet not right. Wenn jemand nicht antwortet, schreibe nicht 10 Nachrichten. 10 Nachrichten können Druck machen. Druck. Pressure. Schreib einmal freundlich. Vielleicht später noch einmal. Wenn nichts kommt, lass los. Loslassen. Let go. Deine Energie ist wertvoll. Wertvoll. Gib sie Menschen, die auch Interesse zeigen. Interesse zeigen bedeutet zeigen, dass sie Kontakt wollen. Jetzt sprechen wir über Sprache in Freundschaft. Deutsch mit Freunden ist anders als Deutsch im Amt. Official Office. Deutsch im Amt ist formell. Deutsch mit Freunden ist lockerer. Locker. Casual. Du hörst Wörter wie na, alles klar, wie läuft's, passt. Keine Ahnung. Mal schauen. Kommst du mit? Diese Wörter sind Alltag. Sie sind wichtig. Aber sie stehen nicht immer im Lehrbuch. Lehrbuch. Textbook. Na, ist ein kurzer Gruß. Alles klar bedeutet, ist alles okay? Wie läuft's bedeutet, wie geht es? Passt bedeutet, es ist okay. Keine Ahnung bedeutet, ich weiß nicht. Wie? Mal schauen bedeutet, maybe we will see. Diese Wörter helfen dir, echte Gespräche zu verstehen. Echt. Real. Du kannst solche Sätze langsam übernehmen. Übernehmen bedeutet, anfangen zu benutzen. Aber nur, wenn du dich wohlfühlst. Sich wohlfühlen bedeutet, comfortable sein. Du musst nicht sofort sehr umgangssprachlich sprechen. Umgangssprache. Casual Language. Du kannst einfach und korrekt sprechen. Das ist gut. Mit Zeit
kommen lockere Sätze von selbst. Von selbst. Naturally. Jetzt sprechen wir über Deutschlernen durch Menschen. Menschen sind die besten Lehrbücher. Nicht immer, aber oft. Wenn du mit Menschen sprichst, lernst du Betonung. Betonung bedeutet, welche Wörter stärker gesprochen werden. Du lernst Pausen. Du lernst Humor. Humor. Witze und Lachen. Du lernst Reaktionen. Reaktion. Response. Du lernst, welche Sätze natürlich klingen. Natürlich klingen. Sound. Natural. Ein guter Lernweg ist, nach jedem Gespräch ein Wort notieren. Nur ein Wort. Nicht 20. Ein Wort, das du gehört hast. Zum Beispiel passt. Genau. Vielleicht. Eigentlich. Übrigens. Trotzdem. Übrigens bedeutet by the way. Eigentlich bedeutet actually. Trotzdem bedeutet ebenso. Schreibe das Wort auf. Schreibe einen Satz. Benutze es später. So wächst dein soziales Deutsch. Soziales Deutsch. Deutsch für Menschen und Gespräche. Du kannst auch Sätze sammeln. Sammeln bedeutet collect. Sätze, die Menschen oft sagen. Das klingt gut. Ich bin dabei. Ich bin dabei bedeutet I will join. Leider kann ich nicht. Vielleicht nächstes Mal. Danke für die Einladung. Schön, dich zu sehen. Lange nicht gesehen. Lange nicht gesehen bedeutet we haven't seen each other for a long time. Diese Sätze sind soziale Schlüssel. Schlüssel. Keys. Sie öffnen Gespräche. Jetzt sprechen wir über Besuch aus der Heimat. Manchmal kommt Familie zu Besuch. Besuch. Visit. Dann siehst du Deutschland mit anderen Augen. Mit anderen Augen sehen bedeutet anders wahrnehmen. Du zeigst den Bahnhof, den Supermarkt, den Park, deine Wohnung, dein Lieblingscafé. Lieblingscafé. Café, das du besonders magst. Du merkst, ich kenne schon einiges. Einiges. Some things. Ich kann den Weg erklären. Ich kann Tickets kaufen. Ich kann Essen bestellen. Ich kann übersetzen. Übersetzen. Translate. Das gibt Selbstvertrauen. Selbstvertrauen. Trust in yourself. Aber Besuch kann auch Heimweh stärker machen. Wenn Familie wiedergeht, wird die Wohnung sehr still. Sehr still. Das ist normal. Plane danach etwas Schönes. Schön. Nice. Ein Spaziergang. Ein Treffen. Ein Film. Ein warmes Essen. Warme Suppe. Tee. Musik. Sei freundlich zu dir. Freundlich zu dir selbst. Nicht hart. Hart. Du darfst traurig sein. Traurig. Saat.
Traurigkeit ist kein Fehler. Sie zeigt, dass du liebst. Leben. Love. Jetzt sprechen wir über Feste und Feiertage. Feiertag. Holiday. In Deutschland gibt es Weihnachten, Ostern, Silvester, regionale Feste, Stadtfeste, Karneval in manchen Regionen. Weihnachten kann schön sein, aber auch einsam. Viele Menschen sind bei Familie. Wenn deine Familie weit weg ist, kann Weihnachten schwer sein. Schwer. Du siehst Lichter, Musik, Geschenke. Geschenk. Gift. Aber du fühlst dich allein. Allein. Das ist ein bekanntes Gefühl für viele Ausländer. Eine Lösung. Plane Feiertage früh. Früh planen. Frage im Sprachkurs oder bei Freunden: Was macht ihr an Weihnachten? Vielleicht gibt es internationale Treffen. Vielleicht gibt es ein gemeinsames Essen. Vielleicht gibt es Veranstaltungen für Menschen, die nicht bei Familie sind. Du kannst auch selbst etwas Kleines planen. Ein Abend mit Essen. Ein Videoanruf. Ein Spaziergang. Ein Film. Nicht perfekt, aber warm. Warm bedeutet hier angenehm für das Herz. Jetzt sprechen wir über Grenzen in Freundschaften. Grenze. Eine Linie. Auch wenn du Freunde suchst, brauchst du Grenzen. Du musst nicht zu allem Ja sagen. Du musst nicht immer verfügbar sein. Verfügbar bedeutet available. Du musst nicht immer helfen, wenn du selbst müde bist. Du darfst sagen: Heute brauche ich Ruhe. Ich kann leider nicht. Ich melde mich morgen. Sich melden. Kontakt aufnehmen. Gute Freunde respektieren Grenzen. Respektieren. Achten. Gleichzeitig solltest du auch Grenzen anderer Menschen respektieren. Wenn jemand sagt: Heute kann ich nicht, akzeptiere es. Akzeptieren bedeutet annehmen. Wenn jemand Zeit braucht, gib Zeit. Wenn jemand nicht über ein Thema sprechen möchte, dränge nicht. Drängen bedeutet Pressure machen. Nähe wächst mit Respekt. Nähe ohne Respekt wird Druck. Druck ist nicht gut. Jetzt sprechen wir über Vertrauen. Vertrauen wächst langsam. Es wächst durch Zuverlässigkeit. Zuverlässigkeit bedeutet, man kann sich auf dich verlassen. Wenn du sagst, du kommst, dann komm. Wenn du zu spät bist, sag Bescheid. Bescheid sagen bedeutet informieren. Wenn du etwas versprichst, halte es. Versprechen. Promise. Halten bedeutet keep. Wenn jemand dir etwas erzählt, erzähle es nicht sofort weiter. Weitererzählen. Tell others. Vertrauen braucht Diskretion. Diskretion bedeutet, private Dinge bleiben privat. Wenn du Selbstvertrauen suchst, teile kleine Dinge. Nicht sofort alles. Kleine Dinge. Ich vermisse manchmal meine Familie. Deutsch ist für mich noch schwer. Ich freue mich, wenn wir zusammen
üben. Diese Sätze sind ehrlich. Ehrlich. Sie öffnen ein bisschen dein Herz. Herz. Heart. Wenn die andere Person gut reagiert, kann Vertrauen wachsen. Wenn nicht, war es vielleicht nicht die richtige Person. Richtige Person. Someone suitable. Jetzt sprechen wir über Selbstbild. Selbstbild bedeutet, wie du dich selbst siehst. In einem neuen Land kann dein Selbstbild wackeln. Wackeln bedeutet not stable. Früher warst du vielleicht lustig. Jetzt verstehst du die Witze nicht. Früher warst du gesprächig. Gesprächig bedeutet, du sprichst gern viel. Jetzt bist du still. Früher warst du selbstständig. Jetzt brauchst du Hilfe. Das kann schwer sein. Aber du bist immer noch du. Du bist nicht weniger wert. Wert. Value. Dein Wert bleibt. Deine Sprache ist im Aufbau. Aufbau bedeutet Construction. Wie ein Haus. Ein Haus braucht Fundament. Fundament. Basis. Dann Wände. Dann Dach. Dann Fenster. Dein Deutschhaus wächst. Erst einfache Wörter. Dann Sätze. Dann Gespräche. Dann Humor. Dann tiefere Freundschaften. Du musst nicht sofort im Dach wohnen. Du darfst beim Fundament beginnen. Fundament ist wichtig. Ohne Fundament fällt das Haus. Fallen. Collapse. Jetzt sprechen wir über kleine Rituale. Ritual. Eine feste Handlung mit Bedeutung. Rituale helfen gegen Einsamkeit. Zum Beispiel jeden Montag Sprachcafé. Jeden Mittwoch Sport. Jeden Freitag Videoanruf mit Familie. Jeden Samstag Einkauf auf dem Markt. Jeden Sonntag Spaziergang. Diese Rituale geben dem Leben Struktur. Struktur. Ordnung. Sie geben dir Orte, an denen Menschen dich wiedersehen. Wiedersehen. See again. Wiedersehen schafft Vertrautheit. Ein Wochenritual kann auch Deutschlernen sein. Nicht nur Grammatik. Soziales Deutsch. Montag 3 Smalltalk-Sätze. Dienstag eine Nachricht an einen Bekannten. Mittwoch ein Satz im Verein. Donnerstag ein deutsches Video hören. Freitag jemanden nach dem Wochenende fragen. Samstag im Café bestellen. Sonntag 5 neue Wörter wiederholen. Kleine Schritte. Kleine Schritte sind nachhaltig. Nachhaltig bedeutet, sie bleiben länger. Sie sind stabiler. Jetzt sprechen wir über innere Freundlichkeit. Innere Freundlichkeit bedeutet, freundlich mit dir selbst sprechen. Viele Menschen sprechen hart mit sich selbst. Ich bin schlecht. Ich finde nie Freunde. Mein Deutsch ist peinlich. Peinlich bedeutet embarrassing. Diese Sätze machen dich kleiner. Kleiner. Sie helfen nicht. Versuche andere Sätze. Ich lerne noch. Ich brauche Zeit.
Ich darf Fehler machen. Ich bin mutig, weil ich es versuche. Nicht jeder Kontakt muss funktionieren. Ich finde meinen Weg. Diese Sätze sind wie warme Kleidung für die Seele. Seele, inneres Gefühl. Jetzt machen wir einen kleinen inneren Dialog. Dialog. Gespräch. Du sagst, ich fühle mich allein. Dann antwortest du dir, ja, das ist schwer. Aber ich bin nicht falsch. Du sagst, ich finde keine Freunde. Sie. Dann antwortest du, noch nicht. Ich kann kleine Kontakte suchen. Du sagst, mein Deutsch ist nicht gut genug. Dann antwortest du, es wird besser durch Benutzung. Benutzung. Use. Du sagst, ich habe Angst zu fragen. Dann antwortest du, ein kleiner Satz reicht. Reichen. Enough. Jetzt sprechen wir über konkrete soziale Sätze. Konkrete Sätze. Nicht abstrakt. Abstrakt bedeutet allgemein, nicht praktisch. Beim Kennenlernen, hallo, ich heiße, ich komme aus, ich lebe seit in Deutschland. Ich lerne Deutsch. Was machst du beruflich? Beruflich bedeutet work-related. Was machst du gern in deiner Freizeit? Freizeit. Freetime. Hast du Lust auf einen Kaffee? Wollen wir Nummern austauschen? Nummern austauschen bedeutet Telefonnummern geben. Ich schreibe dir später. Sehr nützlich. Beim Treffen, schön, dich zu sehen. Danke, dass du Zeit hast. Wollen wir hier sitzen? Was möchtest du trinken? Ich nehme einen Tee. Das klingt interessant. Erzähl mir mehr. Erzähl mir mehr bedeutet tell me more. Beim Abschied, es war schön. Wir können das gern wieder machen. Meld dich gern. Komm gut nach Hause. Komm gut nach Hause bedeutet I hope you get home safely. Das ist freundlich. Beim Absagen, leider kann ich heute nicht. Mir geht es nicht so gut. Ich brauche heute Ruhe. Können wir es verschieben? Verschieben bedeutet auf einen späteren Zeitpunkt legen. Vielleicht nächste Woche beim Einladen. Ich koche am Samstag. Möchtest du kommen? Wir gehen morgen spazieren. Kommst du mit? Ich gehe zum Sprachcafé. Wollen wir zusammen hingehen? Hingehen bedeutet go there. Diese Sätze sind soziale Werkzeuge. Werkzeug. Tool. Jetzt stellen wir uns eine Woche vor. Eine Woche in Deutschland, in der du langsam Kontakte aufbaust. Aufbauen bedeutet Stück für Stück machen. Montag gehst du zum Sprachkurs. Du setzt dich neben eine Person, die du schon einmal gesehen hast. Gesehen. Sehen. Du sagst, hallo, wie war dein Wochenende? Die Person antwortet kurz. Vielleicht entsteht ein kleines Gespräch. Dienstag grüßt du deinen Nachbarn im Treppenhaus. Treppenhaus. Stairwell. Guten Morgen.
Er sagt morgen. Kurz, aber freundlich. Wer? Mittwoch gehst du zum Sportkurs. Du verstehst nicht alle Anweisungen. Anweisung. Instruction. Aber du machst mit. Mitmachen. Join. Donnerstag schreibst du jemandem aus dem Kurs. Wollen wir zusammen die Hausaufgabe machen? Hausaufgabe. Homework. Freitag trinkst du mit einer Kollegin Kaffee. Samstag rufst du deine Familie an. Sonntag gehst du allein spazieren und fühlst dich ruhiger. Nichts davon ist spektakulär. Spektakulär bedeutet very impressive, dramatic. Aber es ist Leben. Echte, kleine Verbindung. Verbindung. Contact. Eine Woche mit kleinen sozialen Schritten. So entsteht Zugehörigkeit. Zugehörigkeit bedeutet Gefühl, Teil von etwas zu sein. Nicht sofort, aber langsam. Jetzt wiederholen wir wichtige Wörter. Kontakt. Verbindung zu Menschen. Freundschaft. Beziehung zu Freunden. Einsamkeit. Sich allein fühlen. Heimweh. Sehnsucht nach Zuhause. Smalltalk. Kurzes, leichtes Gespräch. Nachbar. Person in deiner Nähe. Kollege. Person bei der Arbeit. Sprachkurs. Kurs zum Deutschlernen. Verein. Gruppe mit gemeinsamen Interessen. Einladung. Jemand fragt, ob du kommen möchtest. Absage. Nein oder nicht möglich. Treffen. Meeting. Vertrauen. Sich sicher fühlen. Geduld. Warten können. Mut. Trotz Angst etwas tun. Zugehörigkeit. Teil von etwas sein. Und jetzt wiederholen wir wichtige Sätze. Guten Morgen. Schönes Wochenende. Wie war dein Wochenende? Hast du etwas Schönes gemacht? Das klingt gut. Möchtest du einen Kaffee trinken? Kann ich mitkommen? Vielleicht ein anderes Mal. Danke für die Einladung. Leider kann ich heute nicht. Ich brauche heute Ruhe. Wollen wir zusammen Deutsch üben? Ich bin neu hier. Ich lerne noch Deutsch. Können Sie das bitte wiederholen? Diese Sätze sind klein, aber sie tragen dich. Tragen. Carry. Vielleicht denkst du, das sind einfache Sätze. Ja, einfach ist gut. Einfach bedeutet nicht schwach. Einfach bedeutet benutzbar. Benutzbar bedeutet, du kannst es wirklich benutzen. Ein schöner, komplizierter Satz im Buch hilft wenig, wenn du ihn im echten Moment nicht sagen kannst. Ein einfacher Satz, den du wirklich sagst, ist stark. Stark. Strong. Jetzt sprechen wir über Humor. Humor ist in einer neuen Sprache schwer. Witze verstehen ist schwer. Sarkasmus verstehen ist schwer. Sarkasmus bedeutet
Etwas wird anders gesagt, als es gemeint ist, oft ironisch. Ironie, auch schwer. Manchmal lachen alle und du verstehst nicht, warum. Das fühlt sich komisch an. Komisch. Strange. Du kannst mitlachen, wenn du möchtest. Oder fragen, warum ist das lustig? Lustig. Funny. Manche erklären gern. Manche nicht. Das ist okay. Humor kommt später. Später. Later. Zuerst. Alltagssätze. Dann Smalltalk. Dann tiefere Gespräche. Dann Humor. Alles braucht Zeit. Jetzt sprechen wir über tiefe Gespräche. Tiefe Gespräche sind Gespräche über Gefühle, Leben, Familie, Träume, Probleme. Nicht jeder Mensch führt schnell tiefe Gespräche. Manche brauchen viel Vertrauen. Vertrauen. Manche sprechen lieber praktisch. Praktisch. Über Arbeit, Wetter, Pläne. Wenn du tiefere Freundschaften möchtest, gib Zeit. Teile kleine, persönliche Dinge. Höre gut zu. Zuhören. Listen. Stelle Fragen. Aber nicht zu viele. Zu viele Fragen können wie ein Interview wirken. Interview. Formal Questioning. Balance. Balance bedeutet Gleichgewicht. Du erzählst etwas. Die andere Person erzählt etwas. Ihr hört einander zu. Einander. Each other. Ein guter Satz für tiefere Gespräche. Wie geht es dir wirklich? Wirklich. Really. Aber benutze ihn nur, wenn schon etwas Vertrauen da ist. Oder das klingt nicht einfach. Nicht einfach. Difficult. Möchtest du darüber sprechen? Darüber sprechen. Talk about it. Diese Sätze zeigen Mitgefühl. Mitgefühl bedeutet Compassion, Empathy. Freundschaft braucht Mitgefühl. Jetzt sprechen wir über kulturelle Missverständnisse. Missverständnis. Wenn zwei Menschen etwas unterschiedlich verstehen. Vielleicht sagst du etwas freundlich, aber es klingt auf Deutsch zu direkt. Vielleicht sagt ein Deutscher etwas direkt und du fühlst dich verletzt. Verletzen. Hurt. Vielleicht erwartest du spontane Besuche, aber die andere Person braucht Planung. Vielleicht denkst du, eine Einladung ist fest, aber die andere Person meinte nur vielleicht. Solche Missverständnisse passieren. Passieren. Happen. Sie sind normal. Eine Lösung? Klären. Klären bedeutet klar machen. Meinst du das so? Habe ich das richtig verstanden? Ist das eine feste Verabredung? Fest bedeutet fixed. Wann genau treffen wir uns? Genau. Precise. Diese Fragen verhindern Probleme. Verhindern bedeutet prevent. Klarheit ist freundlich. Klarheit spart. Stress. Sparen bedeutet save. Jetzt sprechen wir über soziale Energie. Energie. Kraft.
Manche Menschen sind extrovertiert. Extrovertiert bedeutet, sie bekommen Energie durch Menschen. Manche sind introvertiert. Introvertiert bedeutet, sie brauchen Ruhe, um Energie zu bekommen. In einem neuen Land können beide müde werden. Extrovertierte, weil sie nicht genug vertraute Kontakte haben. Introvertierte, weil jede soziale Situation viel Kraft kostet. Beides ist normal. Finde dein Tempo. Tempo bedeutet Speed. Vielleicht brauchst du nur ein Treffen pro Woche. Vielleicht mehr. Vielleicht weniger. Vergleiche dich nicht zu viel. Vergleichen bedeutet Compare. Andere gehen jeden Abend aus. Vielleicht passt das nicht zu dir. Andere bleiben viel zu Hause. Vielleicht passt das auch nicht. Dein Tempo ist dein Tempo. Ein soziales Leben muss zu dir passen. Passen. Fit. Jetzt sprechen wir über Alleinsein. Alleinsein ist nicht immer schlecht. Alleinsein bedeutet by yourself. Einsamkeit bedeutet allein und traurig. Alleinsein kann ruhig sein. Du liest ein Buch. Du kochst. Du gehst spazieren. Du hörst Musik. Du lernst Deutsch. Du atmest. Das kann gut sein. Wenn Alleinsein wehtut, brauchst du Kontakt. Wenn Alleinsein Frieden bringt, darfst du es genießen. Genießen bedeutet enjoy. Der Unterschied ist wichtig. Ein gutes Ziel ist nicht nie allein sein. Das ist unrealistisch. Unrealistisch bedeutet not realistic. Ein gutes Ziel ist genug Verbindung haben und auch allein ruhig sein können. Verbindung und Ruhe. Menschen und du selbst. Beides. Jetzt kommen wir langsam zum Schluss. Langsam. Ruhig. Wir haben viele Wörter gehört. Freundschaft. Kontakt. Nachbarn. Kollegen. Sprachkurs. Verein. Einladung. Absage. Heimweh. Einsamkeit. Mut. Geduld. Zugehörigkeit. Diese Wörter sind nicht nur Wörter. Sie sind Teile des Lebens in Deutschland. Teile. Parts. Wenn du als Ausländer in Deutschland lebst, brauchst du nicht nur Dokumente, nicht nur Arbeit, nicht nur Wohnung. Du brauchst auch Menschen. Menschen, die deinen Namen kennen. Menschen, die dich grüßen. Menschen, mit denen du lachen kannst. Menschen, denen du eine Nachricht schreiben kannst. Menschen, die sagen, komm mit. Oder, wie geht es dir? Oder, schön, dich zu sehen. Aber solche Menschen findet man nicht immer sofort. Sofort. Immediately. Manchmal dauert es. Dauern bedeutet take time. Das ist okay. Du kannst trotzdem anfangen. Mit einem Gruß. Mit einem Smalltalk. Mit einem Sprachcafé. Mit einem Verein. Mit einem Spaziergang. Mit einer Einladung. Mit einer Nachricht. Mit einem kleinen Satz. Kleine Sätze können große Wege öffnen.
Sag zu dir selbst, ich muss nicht sofort viele Freunde haben. Ich darf langsam Kontakte aufbauen. Ich darf Fehler machen. Ich darf nervös sein. Nervös. Anxious. Ich darf fragen. Ich darf Nein sagen. Ich darf einladen. Ich darf traurig sein. Ich darf wieder anfangen. Wieder anfangen bedeutet Start again. Vielleicht wird Deutschland irgendwann nicht nur ein Ort, an dem du wohnst. Wohnen. Live. Vielleicht wird es ein Ort, an dem du Menschen kennst. Ein Ort, an dem jemand deinen Namen sagt. Ein Ort, an dem du Lieblingsorte hast. Lieblingsorte. Favorite places. Ein Café. Ein Park. Ein Weg am Fluss. Fluss. River. Eine Bank unter einem Baum. Baum. Tree. Ein Verein. Ein Kursraum. Kursraum. Classroom. Ein Arbeitsplatz. Ein Nachbarhaus. Kleine Orte, kleine Menschen, kleine Gespräche. Daraus wächst Zuhause. Zuhause. Home. Zuhause ist nicht immer sofort da. Zuhause entsteht. Entstehen. Begin to exist. Es entsteht durch Wiederholung. Wiederholung von Wegen. Wiederholung von Grüßen. Wiederholung von Treffen. Wiederholung von Sprache. Wiederholung von Vertrauen. Eines Tages merkst du vielleicht, ich kenne diese Straße. Ich kenne diese Stimme. Ich kenne diesen Geruch vom Bäcker. Ich kenne diese Person im Kurs. Ich kenne meinen Platz. Nicht perfekt, aber ein bisschen. Ein bisschen zu Hause. Ein bisschen ist genug für heute. Genug. Enough. Morgen ein bisschen mehr. Übermorgen wieder ein bisschen. So wächst Zugehörigkeit. So wächst Sprache. So wächst Freundschaft. Nicht laut. Nicht schnell. Aber echt. Echt bedeutet real. Und jetzt atme ruhig. Du hast viel gelesen. Viele Wörter. Viele Sätze. Viele Gefühle. Vielleicht bleibt nicht alles im Kopf. Das ist in Ordnung. Dein Gehirn hört. Dein Herz versteht vielleicht mehr als dein Kopf. Herz. Heart. Manche Wörter kommen später zurück. Smalltalk. Einladung. Verein. Mut. Geduld. Zugehörigkeit. Dann erkennst du sie wieder. Wiedererkennen. Recognize again. Und sie fühlen sich vertrauter an. Du bist nicht allein auf diesem Weg. Viele Menschen gehen diesen Weg. Langsam. Mit Fehlern. Mit Hoffnung. Mit Heimweh. Mit Mut. Du auch. Ein Gruß. Ein Gespräch. Ein Treffen. Weh. Ein Lächeln. Ein Satz. Ein Schritt. Und dann der nächste.